reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlor Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Mit uns entdeckt ihr zeitgenössische Kunst und außergewöhnliche Kunsträume in unserer Region. Werdet Teil von Galeriegesprächen, Ausstellungseröffnungen und Finissagen. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art Talk. Heute hört ihr den ersten Kunstpodcast aus Luxemburg. Wir sind in der Galerie Nussbaum Redding in Luxemburg-Stadt und sprechen mit der Künstlerin Tina Gillen, die hier Malerei ausstellt. Und ein Hinweis in eigener Sache: verpasst nicht den nachfolgenden Podcast, denn dann spreche ich mit Alex Redding über seine Galerie Nussbaum Redding hier in Luxemburg. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören, eure Verena Feldbausch. Herzlich willkommen, Tina Gillen. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Tina Gillen ist Jahrgang 72, in Luxemburg geboren und ihr künstlerisches Medium ist vor allem die Malerei. Tina Gillen lehrt Malerei an der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen und lebt in Alsenburg in Belgien. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich mit mir zu unterhalten, während Sie mit dem Aufbau Ihrer Ausstellung hier bei Nussbaum Redding beschäftigt sind. Die Ausstellung heißt Nailing Colors to the Mast. Nailing Colors to the Mast heißt im übertragenen Sinne eine trotzige Weigerung, sich zu ergeben und die Bereitschaft, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Könnten Sie mir den Titel erklären? Ja. Ich glaube, dass mir dieser Spruch ist ein Sprichwort? Sprichwort. Und es handelt sich eigentlich darum, dass wenn man sehr selbstbewusst die Ziele umarmt und eigentlich alles einsetzt, sagen wir mal 100% nach ein gewisses Ziel strebt. Was ich interessant finde an Nailing Colors to the Mast eigentlich ja, an diesem Spruch ist, dass es eigentlich, ja, es geht um ein Boot. Es ist ein Spruch, der im 1800 oder so kam, wo eigentlich auch sehr viel Unruhe war zwischen verschiedenen Ländern und Schiffe haben sich bekämpft und wenn man dann bestimmte Flaggen an den Mast angemacht hat, dann hat das eine bestimmte Bedeutung. Wenn man jetzt rot, weiß, schwarz, es ist eigentlich, der Titel ist eher metaphorisch natürlich zu gebrauchen. Für mich auf jeden Fall war er eigentlich eher eine Auseinandersetzung mit der Zeit, in der wir leben, die eigentlich auch ein bisschen unruhig ist. Und wir konfrontiert werden mit ganz vielen Politiken, ökonomischen Unbestimmtheiten, die vielleicht ein Seilboot auf einem Meer scheint sehr, sehr schön und ruhig und fließend, aber zu gleicher Zeit ist es auch Ruhe vor dem Sturm vielleicht oder ich konnte mich eigentlich irgendwie da hineinleben. Also die Seile sind gefüllt mit Luft, aber man sieht nie das ganze Schiff, man hat nie die ganze Perspektive. Man weiß auch nie, wer da an den Seilen zieht. Ja, es ist eine Malerei natürlich auch. Also ich spiele ein bisschen mit dem Fragmentarischen auch vom Bild, was man sieht und was man nicht sieht. Ja, die Fenster, die auch in der Ausstellung vorkommen, verweisen eigentlich auch nach einem Inneren von einem Schiff, wo man hinausguckt und die Weite, die Unbestimmtheit in der Ferne sieht. Zu gleicher Zeit ist man irgendwie noch geschützt. Also es ist ein bisschen so die Idee von der Hütte oder in dem Shelter, die ich gemalt habe, vielleicht für die Biennale, ist das Boot ist eigentlich auch ein Shelter, aber auf dem Wasser und ein kleines Haus eigentlich, was mobil ist. Und und ich glaube, das Spiel mit dem Licht ist natürlich super wichtig auch für mich immer in meinen Bildern, wie das Licht darauf scheint. Also die Momentaufnahme auch kommt natürlich auch ein bisschen von der Fotografie, aber zu gleicher Zeit glaube ich wirklich, dass meine Bilder eigentlich sich entfernen vom fotografischen Bild, weil ich wirklich versuche, die Motive wirklich malerisch zu entknüpfen. Also es muss alles stimmen im Bild. Also
es stimmt nie während dem Malen, aber man arbeitet so lange, bis das Bild stimmt natürlich. Also Ja. ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich immer sehr exakt bin oder so. Das glaube ich eigentlich nicht, aber ich habe gerne, wenn sich langsamerweise das Bild eigentlich so selbst anzieht, so ein bisschen wie man ein Seil vielleicht fast spannt, auf einmal sieht alles in der richtigen Komposition und dann scheint das gut. Also es sind verschiedene Sichten auf die See oder das Gefühl, dass man irgendwo steht und in die Tiefe guckt, aber auch irgendwie auch nicht alles sieht. Also das ist auch das Schöne, glaube ich, daran ist, dass es doch viel Raum noch zulässt für weitere Assoziationen. Eben. Absolut. Sollen wir vielleicht mal rumgehen? Fängt man irgendwo an oder? Nee, ja, man kommt da rein. Also Ja. es ist jetzt, also hier, es gibt da vier Bilder, so das Gelbe da und diese 3 sind eigentlich von einem Interieur, von einem Boot eigentlich. Und die Sicht ist eigentlich die von zu verschiedenen Zeitpunkten aufs Wasser und den Übergang zum Grünen, zum Land eigentlich. Also ich habe eine bestimmte Stelle am Kanal in Brüssel fotografiert und zu verschiedenen Zeitpunkten, im Sommer auch, also und wo ich dann die Farben vom Gras, von der Wiese nebenan, zu gleicher Zeit aber auch die Oberfläche des Wassers fotografiert habe und habe dann eigentlich Übergänge gemacht, die irgendwie treffend sind für eine bestimmte Region neben dem Wasser. Also zu unterschiedlichen Tageszeiten Ja, haben Sie, aber ja. aus derselben Stelle in Brüssel Ja. war das? Ja, in Brüssel. Und das sind quasi diese 4 Bilder, also das Gelbe. Es ist eigentlich mehr eine Peniche, so ein Motorboot eher, Ja. also vielleicht nicht das Seilboot. Genau. Und dann kam eigentlich, das war eigentlich die Anleitung zum Nailing Colors to the Mast, eigentlich, die Arbeit heißt Anatomie eines Seilbootes. Ist ein bisschen eine wissenschaftliche Zeichnung, die ich versucht habe zu übersetzen in eine Malerei. Und die roten Striche sind eigentlich Anweisungen, wie die Seile heißen und wie das alles bestimmt wird und mit Namen und so. Und habe das eigentlich rot gemacht. Und auf einmal fand ich eigentlich, dass das so aggressiv auch war. Und habe dann auf einmal diesen Titel gefunden, der mir sehr treffend war. Und dachte so, ja, wie kann ich das eigentlich weiterspannen, eigentlich von der Idee. Und habe dann eigentlich das Bild gemacht. Half Light, halbes Licht. Jetzt scheint die Sonne drauf. Ja. Das ist jetzt das sind die Segel von einem Segelboot jetzt, ne? Ja. Also ich habe schon wirkliche Fotos genommen von Seilbooten und habe dann gesucht, bis dass ich das Richtige gefunden habe, wo ich das Spiel mit dem Licht und Schatten gesehen habe und sah dann Potenzial, um weiterzubauen. Okay, und das basiert auf dem Foto, was Sie selbst gemacht haben oder was Sie irgendwo gefunden haben? Nee, das ist auch unterschiedlich. Manchmal, also im Sommer habe ich auch am Meer gesessen und habe dann auch viel Fotos gemacht von Seilbooten, die vorbeikommen, weil ich in Griechenland war. Und das war irgendwie, das hat mich auch inspiriert, irgendwie, dass während dem Tag halt die Boote, die irgendwie hinfahren und weiß nicht richtig wo, aber zur gleichen Zeit in Griechenland hat man auch die Flüchtlinge, die irgendwie auch angespielt wurden. Also es gibt da viele verschiedene Boote, aber in diesem Fall habe ich ein bestehendes Foto gesucht mit verschiedenen Seilen, weil ich das dicht dabei haben wollte. Und das ist jetzt eigentlich nochmal eine andere Situation. Das ist jetzt von vorne, von dem Boot vom Bug. glaube ich. Ne? Genau, ja. Auch von einem Segelboot oder? Ja, von einem Segelboot, ja. Und das mit den roten Segeln hier, also das ist jetzt... Das heißt Riot of Color. Riot, ja, also das, ja, eigentlich auch ein bisschen ein
sind vielleicht die Farben sind vielleicht auch irgendwie ein bisschen vielleicht heftiger auch. Das Schwarz und das Rote bekämpft sich irgendwie so oder auch ein bisschen stürmiger. Man weiß nicht richtig, da scheint das eine Seil ist nicht mehr so gespannt. Ja, das ist ein Kampf mit dem Wind oder mit der Situation auf Ja. der See eigentlich. Also ja, es ist mehr unheilsvoll. Es ist sehr angespannt. Ja, auch. angespannt und da weniger. Also Ja. ich glaube, das spürt man einfach ja. Und das wollte ich eigentlich auch ein bisschen rüberbringen. Und jetzt habe ich noch eine Frage zu diesen beiden Bildern. Also eins ist das runde Bild. Ja, das ist eigentlich ein Fenster von einem Boot, wenn man rausguckt. Das weiß ich noch nicht, ob ich das zeigen möchte, aber das ist ein sehr frühes Bild das ich vor 20 Jahren habe gemacht. Okay. Ich habe es einfach mitgebracht. Ja. Und das Alex Turner. Jetzt weiß ich schon mal mehr über die Ausstellung. Und natürlich interessiert mich jetzt auch, was inspiriert Sie, Kunst zu schaffen? Tagtäglich, glaube ich, werde ich inspiriert durch das Leben selbst. Also was so wie wir alle, glaube ich, hängt natürlich immer davon ab, wie aufmerksam man wirklich ist und wie viel Gefühl man zeigt für seine Umwelt. Bei mir ist es sehr deutlich, dass ich das sehr viel mache. Also ich bin sehr aufmerksam und nehme halt sehr viel auf, was rund um mich geschieht. Also mir ist die Realität sehr wichtig. Also natürlich gibt es auch so die Realität von den Medien zum Beispiel und die Informationsquellen, die man dann, die uns überspülen irgendwie von irgendwo anders. Und die sind vielleicht nicht unbedingt immer zu begreifen, aber ich versuche, mich da hineinzuleben. Also irgendwie, bei mir die Welt wichtig ist irgendwie. Also ich fühl mich schon irgendwie ein Weltbürger und wohne vielleicht in Brüssel, da in Altenberg, aber wenn ich hier in Luxemburg bin, dann bin ich auch gerne hier. Also ich glaube, ich nehme überall, wo ich hingehe, nehme ich Situationen wahr und versuche zu notieren. Ich lese auch viel und schreibe dann kleine Sätze auf oder wie da das Sprichwort zum Beispiel. Und dann knüpfe ich manchmal verschiedene Titel aneinander, die sich dann finden auf einmal. Also das ist ein sehr langer Prozess, aber also das geht nicht in einer Woche so. Also das baut sich langsam auf und bis dass die Spannung dann da ist und dann weiß ich ja, nun ist die Zeit gekommen, ins Atelier zu gehen und einfach zu malen, ja. Ich habe in diesem Sinn, glaube ich, manchmal wenig Imagination. Also ich bin manchmal sehr neidisch auf Personen, die sehr kreativ sind und alles von innen aus so bedenken können. Ich habe das auch gefühlsmäßig, kann ich es unwahrscheinlich, also ich bin sehr empathisch, ich glaube, ich kann mich sehr gut einfühlen, aber ich kann nicht wirklich sagen, was ich jetzt visuell, ja, es muss irgendwie immer gelingt sein an die Realität oder an unsere Bestehen irgendwie. Also ja, in diesem Sinne ist es sehr ernstig immer. Es ist nicht wirklich witzig oder so. Ja, das finde ich dann auch, ich bin dann auch neidisch auf die Personen, die sehr witzige und amüsante Arbeit machen können und eigentlich auch, ja, also bei mir ist es weniger. Es kommt eigentlich sehr dicht an meine Natur und ja. Welche Rolle spielt die Fotografien für Ihr Werk? Also Sie haben schon gesagt, dass das schon auch hilft, vielleicht so als also Gedanke oder so. Ja, ich glaube, die Fotografie ist einfach auch eine Weise, um das Visuelle festzuhalten. Also, dass man den Moment einfach nicht vergisst. Obwohl ich auch denke, dass ich einerseits mache ich dann vielleicht selbst auch viele Fotos von einem bestimmten
Ort oder Stelle, aber ohne das Gefühl, das mich verbindet an den Ort, wäre das auch nicht dasselbe. Also ich muss das noch immer hineinprojizieren. Also es geht mir nicht darum, nur das Bild zu reproduzieren. Ja. Es muss mehr sein denn das eigentlich, ja. Also es gibt ja figurative Elemente in Ihrer Arbeit, also das Segel oder so oder diese Reling. Und doch wirken die Kompositionen oft abstrahierend. Also vielleicht, weil sie auch Details rausnehmen. Und Farbe, Form und Textur spielen auch in Ihrer Malerei eine wichtige Rolle. Wie sind Sie zu dieser Bildsprache gekommen? Ich glaube, dass sich das ja auch über die Jahre hingezogen hat. Also ich glaube am Anfang, ich arbeite jetzt vornehmlich mit Acryl eigentlich und habe dann aber auch am Anfang mit Öl gearbeitet und dann auch einmal hatte ich auch Acryl und dann Öl zusammen auch gebracht. Also erst Acryl und dann Öl natürlich. Aber bei mir das Prozess von dem Malen ist wirklich, das geht wirklich in Schichten und in verschiedenen Lagen und ich habe nur festgestellt, dass es einfach ist, mit Acryl zu arbeiten, wo die Trockenzeiten einfach schneller sind und die Technik hat mich dazu gebracht, eigentlich für das Medium doch zu entschließen. Nun, bei Acryl ist es auch so, dass man richtig fett kann man damit nicht richtig malen. Also es ist weniger evident damit Öl. Da hat man so das buttrige Gefühl bei Acryl. Kann man das auch machen, aber nicht, wenn man viele Lagen übereinander schiebt. Und ich male sehr flüssig, also in dem Sinn ist die Oberfläche eigentlich schon sehr flach. Aber ich glaube, dass man doch die Gefühligkeit doch sieht in dem Pinselstrich, der doch noch sichtbar ist. Also der ist mir sehr wichtig. Also es ist vielleicht, die Oberfläche ist vielleicht flach, aber die sichtbare Bewegung von der Farbe ist sichtbar. Also die ist wirklich anwesend und das ist mir sehr wichtig. Dann gibt es auch wieder einen Unterschied vielleicht zu den Papierarbeiten, wo ich auch viel ausprobiere. Ich habe jetzt wenige Papierarbeiten in dieser Ausstellung, aber ich arbeite da flach auf dem Tisch und die Farbe läuft dann auch anders weg, wie auf einem großen Tuch, was man aufhängen muss, um zu arbeiten. Also wenn man da mit Wasser arbeitet, dann läuft automatisch natürlich die Farbe nach unten und dann hat man Drippings oder so. Also die nehme ich dabei. Das ist kein richtiger Stil, das ist irgendwie auch die Schwerkraft vom Medium, irgendwie, die das auch bestimmt. Und dann habe ich sehr gerne die Zusammenstellung zwischen Landschaft und Architektur. Inspirieren mich im Leben auch. Also ich glaube, das ist so ein Thema, das so viele Motive sich darum bewegen und alles, was vielleicht Architektur ist, erlaubt mir auch vielleicht mit irgendwie anders vielleicht anders zu behandeln. Ich kann da zum Beispiel Tape gebrauchen, um eine rechte Linie zu haben, muss das aber nicht machen. Also manchmal mache ich das auch überhaupt nicht. Dann denken Menschen, ich habe ja Tape gebraucht, aber mittlerweile kann ich auch einen geraden Strich ziehen ohne Tape. Ich weiß nicht, ob ich das alles beantwortet habe jetzt. Wie sind Sie zu Ihrer Bildsprache gekommen? Ich frage mich das auch. Also irgendwie, wie kommt man da drauf? Also ich habe das auch, irgendwie muss man die Arbeit noch gerne machen. Eine Malerei muss mich auch herausfordern. Also es muss auch nicht immer direkt gelingen zum Beispiel. Also es gibt auch sehr viele Arbeiten, die ich mit einem Schwamm wieder wegwasche. Zum Beispiel in der Ausstellung die Malerei mit den weißen Segeln. Der hat einen Mast.
ich war nicht zufrieden mit dem gemalten Mast und habe dann einen Schwamm genommen und den Mast wieder weggemacht und dann wäre der Mast gut. Also das heißt, das ist natürlich auch vielleicht ein Vorteil von Acryl, dass man halt da nochmal eingreifen kann und Dinge wegnehmen kann. Ja, mit Öl kann man aber auch mit Terpentin ein Ja. Stofftuch eben das wieder wegmachen. Also es geht auch. Aber die Möglichkeit hat man. Also in diesem Sinn arbeitet man nicht nur mit Pinseln, aber auch mit einem Schwamm vielleicht, oder? Ja. Und das ist irgendwie, ja, ich glaube, man muss eben nur weitermachen. Und währenddem man etwas macht, hat man nie das Gefühl, dass man einen Stil hat, oder? Das hatte ich nie, das Gefühl. Ich stelle mich auch noch immer in Frage. Also, als Sie mir das so sagen, finde ich das sehr nett, aber für mich ist es absolut keine Evidenz, dass man das hat oder so. Wann ist denn für Sie ein Bild fertig? Also ich meine, wann sagen Ja, das Sie? spüre ich einfach, Ja. Das spüre ich einfach, wenn ich noch ein paar Linien machen muss, dass die Komposition stimmt, dass ich bin schon sehr gefühlig für Farben und Kolorit und Komposition natürlich und auf einmal sehe ich, dass da in der unteren Ecke noch irgendwas geschehen muss. Und dann habe ich die Wahl. Gehe ich noch einmal hinein in das Bild und verändere es, breche ich es, mache ich das noch oder nicht? Und auf einmal weiß man nicht mehr, was man machen muss. Und dann kann man sagen, es ist vielleicht fertig. Ja? Und Wenn der Galerist auch kommt und sagt, ja, das ist schön, und dann hört man auch oft mal. das ist sehr hilfreich, ja. Das denke ich hier. 2022 haben Sie den Luxemburger Pavillon auf der Biennale in Venedig gestaltet. Das Werk hieß Far Away So Close. Auch hier geht es um die Beziehung von Innenraum und Außenwelt. Was war der Ausgangspunkt für diese Arbeit, diese raumgreifende Installation? Ja, das ist eigentlich auch eine Inszenierung. Der Titel der Ausstellung war Far Away So Close. Der Ausgangspunkt war wirklich also auch der Raum, die Salle di Armi, der Raum im Arsenal ist ja wirklich eine riesengroße Scheune, ein Arsenal, wo man eigentlich auch überhaupt nichts gegen die Mauern auffangen konnte. Also ich musste eigentlich in meinem Projekt meine Arbeiten selbst aufhängen. Sie konnten nichts an die Mauern Nee. quasi festmachen, ne? Nee, es war verboten. Okay. Also es war einfach so eine Steinmauer, wo man nichts aufhängen konnte. Deshalb musste ich eigentlich eine ganze Szenografie selbst entwerfen und habe dann mich inspiriert an Bildern, die eigentlich als Hintergründe gebraucht werden für Filme. Filmkulissen. Ja, die alten Hollywood-Filme, die wurden noch gemalt. Die Hintergründe wurden manchmal noch gemalt. Jetzt werden sie digital hergestellt oder es gibt noch immer diesen Beruf auf jeden Fall. Ich finde es ein sehr schöner Beruf. Ja. Nur werden manchmal diese Bilder nie als Arbeiten gesehen, weil sie mehr im Hintergrund immer stehen. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Also ich dachte so, warum könnte ich nicht eine Ausstellung machen mit Hintergründen von unserem eigenen Leben, von unseren eigenen Landschaften, von unseren Umgebungen und habe dann im Zentrum der Ausstellung eigentlich ein kleines Refugio aus Holz. Ja, das ist doch sicherlich die Größe von einem Zimmer. Ja, man konnte es auch begehen, ne? Ja, man konnte das wirklich hineingehen. Also es war mir sehr wichtig, dass es einen Innenraum gab, der offen genug war, um die anderen Bilder im Raum zu sehen. Da gab es auch eine große Sonne, so fast eine Explosion. Sehr grafisch mit Schwarz und Gelb und Rot und ja, das Bild, das war 7 auf 4 Meter, war zentral im Raum
neben der Hütte eigentlich. Und den anderen Bildern, die sind da rundherum gedreht. Also es waren 8 Arbeiten zu sehen, verschiedene Landschaften, eine Seelandschaft, eine Abbildung von einem Vulkan, ein Haus auf Stelzen, ein Haus unter Wasser oder so, ja, so halb. Und auch eine Schneelandschaft, die entstehen ist durch eine Überschwemmung. Ja, auch ein bisschen unheilsperr. Ich wollte das Gewicht auf die Landschaft setzen und die Problematik von der Umwelt natürlich, die wir jetzt zurzeit haben, das Klimat und die Veränderungen, die das mit sich bringt und dass wir einfach mit der Natur irgendwie mehr zusammenarbeiten müssen und nicht uns isolieren müssen. Also das Haus steht offen, sodass man sich in die Landschaften hinein projizieren kann und herumwandeln kann. Ja, ich fand es wirklich ein sehr, sehr, sehr gelungenes Projekt für mich auf jeden Fall, wo ich auch die 3., 4. Dimension ein bisschen auch ausprobiert habe. Wenn ich jetzt so meine Ausstellung sehe, dann sind das meistens Bilder, die aufgehängt wurden an einer Mauer. Aber ich habe sehr gerne konzeptuelle Projekte, wo ich mit einem Raum zusammenarbeiten kann und die Historik von einem Raum mit einbegreifen kann. Und auf der Biennale habe ich das auch gemacht mit dem Arsenal eigentlich. Das ist, ja. Das haben Sie hier in Mudam, glaube ich, zusammengebaut. Ne? Ist das so? Oder? Nee, das habe ich, also Sie müssen sich das vorstellen, dass ich gerade vor dem Lockdown, eine Woche vor dem Lockdown, die Antwort bekommen habe, dass ich die Biennale machen kann. Und dann gingen wir in Lockdown und alle Geschäfte gingen dicht. Ja. Und wir konnten nicht mehr reisen. Ich konnte nicht mehr nach Luxemburg. Das heißt, ich habe ein Jahr lang, wurde das dann ausgestellt, die Biennale. Und habe ich eigentlich habe ich mir vorgenommen, dann mit Studenten auch ein Projekt zu machen, auch das mehr wissenschaftlich ist auf Landschaft und um auch Zeit zu haben, um die Arbeiten zu entwickeln mit den Studenten auch. Ich gebe da Schule in Antwerpen. Ja. Ja, und während den 2 Jahren habe ich in meinem Atelier die Arbeiten gemacht. Ich habe wenig Besuch bekommen, weil wir noch immer, das hat doch sicherlich ein Jahr gedauert, das Lockdown, ich weiß auch schon nicht mehr, aber der Mudam hat den Kurator gestellt und das Ministerium hat natürlich das Projekt unterstützt. Ja, Wer war der Kurator von dem? Christophe Gallois, Ah ja. der arbeitet als Kurator im Mudam. Okay. Ja, also aber ich meine, ich habe das in Mudam gesehen. Kann das sein? Also nach der, nee? Nee, das war in der Kunsthalle in Esch wahrscheinlich. Ach, genau. Ich konnte nicht die gleichen Arbeiten zeigen, weil die gingen nicht in den Raum. Ich habe da eine andere Ausstellung gemacht. Die Ausstellung, die hieß Flying Mercury. Und für die Ausstellung habe ich natürlich ein bisschen die Kunsthalle wollte die Ausstellung zeigen von der Biennale, aber das ging überhaupt nicht. Also, weil die gemacht war für den Raum in Venedig. Ja. Und habe dann eigentlich die Installation ein bisschen hergenommen und verschiedene Arbeiten daraus genommen und erweitert durch Arbeiten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ältere und neuere, die Post-Biennale waren und habe die alle zusammengebracht. Ah ja, okay. Das war eigentlich sehr schön, also ich war schon sehr zufrieden. Ich konnte da eigentlich mehr Arbeiten von mir zeigen dann auf der Biennale. Und auf der Biennale war es mehr ein Statement, wirklich eine Installation. Und in der Kunsthalle konnte ich auch kleine Arbeiten zeigen auf Papier, meine Etappen, so wie ich eigentlich zu einem Bild komme. Ja.
waren da auch zugegen. Ja, nee, war sehr schön. Ja. An welchem Projekt arbeiten Sie aktuell? Ja, das Aktuellste, das war eigentlich jetzt doch diese Ausstellung. Also ich habe jetzt, dann gibt es noch im November noch eine Gruppenausstellung in den Ardennen, in Belgien, Fête de la Saint-Martin, wo ich auch in einer Scheune ausstelle. Da zeige ich einen Diptyk. Ja, das ist eigentlich auch eine Ausstellung auf verschiedenen Orten. Also verschiedene Künstler sind in verschiedenen Stellen in dem Ort ausgestellt und es ist eine Kunstwandlung. Also, Eine Kunstwanderung, ah ja, okay. man kann, und das ist im November. Ah ja. So, das ist für dieses Jahr und dann schließe ich ab. Und dann nächstes Jahr sind aber auch schon wieder ein paar Dinge. Ja, es gibt eine Ausstellung wahrscheinlich im SMAC in Gent, in Belgien. Es ist eine Gruppenausstellung über Malerei, zeitgenössische Malerei, wo ich teilnehme und auch eine neue Arbeit präsentieren möchte. Schön. Und wahrscheinlich noch eine Solo im Nachjahr in Antwerpen. Ah ja, sehr, sehr schön. Super. Also vielen Dank. Ich möchte Sie herzlich bedanken. Also hat mir viel Spaß gemacht. Danke sehr. Wie immer findet ihr Abbildungen von Tina Gillens Malerei in meinem Blog. Und wenn ihr euch die Arbeiten live anschauen möchtet, dann kommt nach Luxemburg in die Galerie Nussbaum Redding und schaut euch die Ausstellung Nailing Colors to the Mast an. Sie geht noch bis zum 9. November. Viel Spaß beim Entdecken und bis zum nächsten Mal, eure Verena Feldbausch. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne und empfehle uns deinen FreundInnen. Mehr Infos zu dem Podcast findest du in den Shownotes und in unserem Blog. Sei wieder dabei, wenn es heißt, wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salor Lux.